Willkommen zurück auf der Kräuterhexe. In meinem heutigen Video teile ich mit euch zwei Rezepte, die sehr frühlingshaft sind, nämlich ein Spinatpesto und ein Brennnesselpesto. Beide Rezepte könnt ihr in der Beschriftungsbox unter dem Video nachlesen. Und wir starten mit dem Spinatpesto. Dieses Jahr haben wir den Spinat so selber gepflanzt. Dazu haben wir Ende März den Spinat gesät. Je nach Wetter ist er Ende April, Anfang Mai dann fertig für die Ernte. Den Spinat gründlich waschen und die Stiele von Wurzeln entfernen. In einem ersten Schritt 2 Esslöffel Pinienkerne in einer Pfanne anrösten. Von dem gewaschenen Spinat verwendet ihr 200 Gramm. Diesen gebt ihr in einen Mixer. Dazu kommen 2 Esslöffel Sonnenblumenkerne, die gerösteten Pinienkerne, 2 bis 3 Knoblauchzehen, eine Handvoll Parmesan, und 2 Esslöffel Olivenöl. Alles gut durchmixen. Diesen Vorgang müsst ihr einige Male wiederholen, da der Spinat sehr viel Volumen hat und nicht so viel auf einmal in den Mixer hineinpasst. Die Masse in verschließbare Gläser füllen. Dieses Pesto schmeckt total lecker, zum Beispiel zur Pasta. Hält sich im Kühlschrank ca. 2 bis 3 Wochen. Und weiter geht es mit dem Brennnesselpesto. Brennnesseln könnt ihr von Frühling bis in den Herbst sammeln. Achtet beim Sammeln darauf, dass es ein sauberer Ort ist, an dem ihr sammelt. Wir haben unsere Brennnesseln in der Au gesammelt. Ihr findet sie aber auch in Parks oder im Wald. Beim Brennnesselsammeln ist es besonders wichtig, dass ihr dabei Handschuhe trägt, denn sonst verbrennt ihr euch eure Finger dabei. Zu Hause angekommen, müsst ihr in einem ersten Schritt die Brennnesseln ordentlich waschen. Achtet auch hier bitte auf eure Hände. Anschließend alles trocknen. Eine Handvoll Walnüsse in der Zwischenzeit rösten. Für das Rezept benötigt ihr ca. 200 Gramm Brennnesseln. Wie ihr seht, verwende ich dafür eine Zange, um meine Hände zu schützen. Anschließend kommen die gerösteten Walnüsse dazu. Weiters eine Handvoll Parmesan, ein Esslöffel Sonnenblumenkerne und wieder 2 bis 3 Knoblauchzehen. Weiters 5 Esslöffel Olivenöl dazu. Und ab damit in den Mixer. Auch wie beim Spinat müsst ihr den Vorgang öfters wiederholen, da die Blätter viel Volumen haben. Beide Pesto-Varianten könnt ihr optional noch mit Salz und Pfeffer würzen. Mir hat jedoch die Würze des Parmesans gereicht. Beide Pesto-Varianten sind total lecker und ich kann wirklich beide Rezepte total empfehlen. Aufwendig in der Herstellung ist allerdings das Brennnesselpesto. Brennnessel sind faseriger und brauchen einfach viel mehr Zeit, um verarbeitet zu werden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Eure Kräuterhexe.